Nostalgie ist eine starke Waffe. Die sehnsuchtsvolle Zuwendung zu vergangenen Zeiten lässt sich am besten mit dem Gefühl von Heimweh beschreiben. Fans von Heroes of Might and Magic kennen diesen Schmerz nur zu gut. Keiner der offiziellen Nachfolger konnte das Spielgefühl von Heroes 3 jemals erreichen und das ist inzwischen schon 25 Jahre alt. Ubisoft will mit Heroes of Might and Magic Olden Era die alten Heroes-Veteranen jetzt in eine neue Heimat führen. Doch die Frage bleibt, werden sie dort die Liebe finden, die sie suchen, oder erwartet sie wieder nur Schmerz? Sprechen wir es direkt an. Was ist das bitte für ein Grafikstil? Comic-Grafik, die an Handyspiele erinnert, ist wohl kaum das, was die alten Fans erwartet haben. Quietschbunte Farben, ein inkonsistenter Stil und scharfe Abgrenzungen zum Hintergrund lassen vermuten, dass das Spiel ursprünglich für kleine Bildschirme mit Touch-Eingabe entwickelt wurde. Da fragen wir uns schon, was Ubisoft sich dabei gedacht hat, denn laut unseren Informationen soll Olden Era ausschließlich für den PC erscheinen. Dort startet es erstmal mit 6 verschiedenen Völkern im Early Access. Im Laufe der Zeit sollen weitere Fraktionen dazukommen. Das ist aber auch schon der größte Unterschied zum guten alten Heroes, denn der Rest des Spiels richtet sich klar an die Veteranen der Rundenstrategie-Serie. Zu Beginn wählt ihr eine der Fraktionen, mit der ihr starten möchtet. Die Templer sind klassische Ritter, wie man sie aus unzähligen anderen Teilen der Reihe kennt, mit ihren Soldaten, der Kavallerie und natürlich Engeln. Necropolis ist ebenfalls altbekannt. Die Untoten nutzen die Macht der Wiederbelebung, um Horden von Skeletten, Zombies und Vampiren über das Schlachtfeld zu schicken. Die Sylvaner stehen nicht für Wein, sondern verkörpern die Kräfte der Natur und der Feen. Das Dungeon-Volk besteht aus Dunkelelfen und Kreaturen, die man normalerweise nur unter der Erde findet. Der Schwarm schickt dagegen insektenartige Wesen ins Feld, die von Dämonen korrumpiert wurden. Ihre Stadt erinnert auf den ersten Blick an das Inferno-Volk aus Heroes 3. Außerdem soll eine weitere Fraktion noch vor Early Access Start enthüllt werden. Ihr baut eure Stadt aus, indem ihr Tag für Tag neue Gebäude errichtet. In denen könnt ihr Einheiten für eure Armee rekrutieren, Ressourcen abbauen, eurem Helden neue Zaubersprüche beibringen und volksspezifische Boni freischalten. Jedes Volk entwickelt dadurch seinen ganz eigenen Spielstil, insbesondere durch die einzigartigen Einheiten, die jede Fraktion mitbringt. 7 verschiedene Kämpfer pro Volk, die ihr zusätzlich upgraden könnt, sorgen für Abwechslung auf dem Schlachtfeld. Und auch hier setzt die Nostalgie voll ein. Nicht nur die Städte folgen dem klassischen Gameplay von Heroes 3, bei den Kämpfen sieht's genauso aus. Ihr führt eure Truppen wieder auf Hexfeldkarten in die Schlacht. Offensichtlich hat man sich von den gescheiterten 3D-Ausflügen früherer Teile verabschiedet. Einheiten greifen nacheinander an, je nach ihrem Initiativewert. Doch in Olden Era hat jede Einheit sowohl passive als auch aktive Fähigkeiten. Während in den Vorgängern nur bestimmte Kämpfer neben ihrem Standardangriff aktive Skills nutzen konnten, steht diese Möglichkeit jetzt allen Truppen offen. Die Fähigkeiten verbrauchen aber Energie, die sich erst im Verlauf der Schlacht ansammelt. Ihr könnt euren Gegner also nicht sofort mit einer Flut von Abilities überwältigen, sondern müsst sie taktisch klug einsetzen. Neben euren Einheiten steht auch euer Held auf dem Schlachtfeld. Der kann jede Runde angreifen, ohne selbst Attacken fürchten zu müssen. Außerdem verfügt jeder Held über ein Zauberbuch, aus dem er mächtige Magie wirken kann. Die Zaubersprüche erhaltet ihr durch die Weiterentwicklung eures Königreichs oder indem ihr sie auf eurem Abenteuer an verschiedenen Orten lernt. Die Auswahl der Zaubersprüche bringt eine zusätzliche taktische Ebene ins Spiel. Wirkt ihr einen mächtigen Angriff, der allen Gegnern Schaden zufügt? Stärkt ihr eure eigenen Einheiten? Schwächt bestimmte Widersacher oder schaltet einzelne Monster komplett aus? Die richtige Wahl der Magie kann den Verlauf der gesamten Schlacht entscheiden. Hauptsächlich seid ihr aber auf der Weltkarte unterwegs, wo ihr neue Gebiete entdeckt und die Welt erkundet. Auf eurem Weg schnappt ihr euch Ressourcen und nehmt Minen ein, die euch regelmäßig mit Nachschub versorgen, damit ihr euer Königreich weiter ausbauen könnt. Durch Kämpfe und Events levelt ihr eure Helden auf, wodurch eure gesamte Armee immer stärker wird. Mit jedem Stufenaufstieg eures Helden wählt ihr aus 3 speziellen Fähigkeiten. Jeder dieser Skills hat zusätzlich 5 Subskills, die euch erlauben, euren Helden weiter zu spezialisieren. Diese Fähigkeiten legen die Grundlage für euren Spielstil und beeinflussen eure Strategie im Kampf erheblich. Außerdem entdeckt ihr auf der Karte und durch Quests immer wieder Artefakte, die ihr eurem Helden anlegen dürft.
Ähnlich zu Heroes 5 und Heroes 7 sind manche Items außerdem in Sets organisiert, sowie in World of Warcraft und Diablo. Je mehr Gegenstände aus einem Set ihr ausrüstet, desto mehr Boni schaltet ihr frei. Auf diese Weise könnt ihr euren Spielstil weiter anpassen und das Gameplay flexibel gestalten. Bisher haben wir den Veteranen von Heroes 3 nicht viel Neues erzählt. Einige Mechaniken wurden zwar verändert, aber der Kern des alten Spielprinzips ist geblieben. Die Entwickler planen jedoch auch, komplett neue Systeme einzuführen. Eins davon betrifft das Erlernen von Zaubern. Der Zufall soll eine geringere Rolle spielen, doch Spieler können trotzdem nicht jeden beliebigen Zauberspruch lernen, den sie möchten. Stattdessen müssen sie aus einer Auswahl von Zaubern wählen, die andere Sprüche ausschließt. Ein völlig neues System sind die Fraktionsgesetze. Ihr könnt nicht nur eure Helden aufleveln, sondern auch euer gesamtes Königreich auf eine neue Stufe heben, indem ihr spezielle Perks auswählt. Diese Perks hängen jedoch von der Fraktion ab, mit der ihr das Spiel begonnen habt. Das bedeutet, dass eure Startfraktion einen erheblichen Einfluss auf den gesamten Verlauf des Spiels behalten wird, unabhängig davon, welche zusätzlichen Truppen und Burgen ihr im Laufe des Spiels erobert. Was Olden Era aber in der Community richtig beliebt machen könnte, sind die verschiedenen Spielmodi. Natürlich wird es eine Singleplayer-Kampagne geben, in der ihr feste Karten spielt. Die Geschichte ist dabei als Prequel angelegt, die noch vor dem allerersten Heroes of Might and Magic stattfindet. Die Story soll nicht linear aufgebaut sein, wodurch sich abhängig von euren Entscheidungen völlig neue Handlungsstränge auftun können. Die Entwickler führen allerdings 3 weitere Spielmodi ein, die besonders für Multiplayer-Fans interessant sein dürften. Jeder dieser Modi richtet sich an einen anderen Spielertyp und die Spielzeit der Matches variiert erheblich. Rundenstrategiespiele sind bekannt dafür, in Mehrspieler-Matches lange zu dauern. Eine Partie kann schon mal 7-8 Stunden in Anspruch nehmen. Viele Spieler schätzen genau diese Art von tiefgründigem, entspannendem Taktieren. Für sie gibt es das 10-Helden-Template, bei dem eine Zufallskarte basierend auf voreingestellten Werten generiert wird und Spieler sich im klassischen Heroes-Multiplayer stundenlang austoben können. Das Ein-Helden-Template ist im Prinzip dasselbe. Wie der Name schon andeutet, steuert ihr hier nur einen Helden. Das macht das Spiel deutlich schneller und eine Partie kann problemlos in 1,5 Stunden abgeschlossen werden. Allerdings erhöht sich auch das Risiko. Wenn euer einziger Held stirbt, ist das Spiel sofort vorbei und ihr habt verloren. Der letzte Spielmodus, Arena, läuft dagegen super schnell ab und ist besonders für neue Spieler ein guter Sparringspartner. Statt auf einer normalen Karte zu spielen, zieht ihr hier, ähnlich wie in Sammelkartenspielen, einen Helden, eine Armee und Artefakte. Dann klickt ihr auf Start und tretet mit eurer Auswahl gegen einen anderen Spieler an. Der gesamte Spaß dauert dann höchstens 15 Minuten. Und natürlich darf ein Karten-Editor auch nicht fehlen. Der soll sehr benutzerfreundlich gestaltet sein, sodass auch Spieler ohne Modding-Erfahrung eigene Maps für Olden Era erstellen und mit der gesamten Community teilen können. Unsere Gameplay-Eindrücke basieren auf einer voll funktionsfähigen Alpha-Version, die bereits die Grundlagen des Spiels umfasst, einschließlich aller Mechaniken und UIs, dem Karten-Editor, dem Arena-Modus und dem Random Map Generator. Zum Early Access Start werden dann die Singleplayer-Kampagne, weitere Fraktionen, zusätzliche Zaubersprüche und ein Template-Editor ergänzt, mit dem ihr eigene Spielvarianten erstellen könnt. Während des Early Access sollen außerdem noch weitere Fraktionen, eine zusätzliche Spielwelt unter der Erde, Mod-Support und ein alternatives System für den Arena-Modus hinzugefügt werden. Aber mit der Nostalgie ist es ebenso eine Sache. Wir möchten das Spielgefühl der alten Zeiten zurück, aber nicht dasselbe Spiel vorgesetzt bekommen, das wir bereits kennen. Denn das können wir im Fall von Heroes 3 ja schon seit 25 Jahren immer wieder spielen. Die Entwickler von Olden Era bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen sehnsüchtiger Verklärung und modernem Spieldesign. Wir sind gespannt, wie das neue Heroes bei den Veteranen der Serie ankommen wird. Der neue Grafikstil wird es für sie jedoch nicht einfach machen.